Nach Monaten der Vorbereitung ist es heute soweit. Heute findet es ein Ende. Was es ist, werdet ihr nach dem Intro sehen. Es war das Projekt des Jahres. Für mich, glaube ich zumindest. Monatelange Vorbereitung. Wir haben im Frühjahr angefangen damit und um was es geht, dürfte vielleicht dem einen oder anderen, der die Videos alle gesehen hat, klar sein. Es geht um unseren Bergkäse, und zwar um unseren türkischen Bergkäse. Vielleicht noch mal kurz Revue passieren lassen, warum wollte ich eigentlich einen türkischen Bergkäse machen? Ganz einfach, als wir in der Türkei waren, haben wir keinen solchen Käse irgendwo kaufen können. Ich mag den eigentlich ganz gerne und dann habe ich mich gefragt, warum denn eigentlich nicht? Warum es den da nicht gibt. Und die Antwort habe ich zwar jetzt auch noch nicht gefunden, aber ich habe ja auch keinen Käse gefunden und deswegen habe ich gedacht, dann machen wir uns eben einen selber. Also bin ich damals Anfang des Jahres hingegangen und habe mir so ein Käseset aus dem Internet bestellt, um einfach mal zu gucken, wie funktioniert das Ganze überhaupt. Und da habe ich dann entsprechend einen Bergkäse gemacht. Das habe ich ja dann vor ein paar, ja, sind ja auch schon jetzt 1, 2 Monate, 3 Monate her, den Bergkäse geöffnet. Der musste ja eine ganze gewisse Zeit ruhen. Habe den geöffnet und der war sehr lecker geworden. Der zweite Käse, vor ein paar Wochen jetzt geöffnet, der ist mir leider misslungen. Das war einer mit Kräuter, das ist wohl nicht so mein Ding. War aber auch nicht ganz so tragisch. Ja, obwohl ich mich eigentlich geärgert habe, dass es nicht geklappt hat, aber ist halt nun mal so. Und dann haben wir ja in der Türkei, und das war ja letztendlich auch das Ziel, mit der Milch aus den Bergen den Käse produziert. Und heute ist es dann endlich soweit, nach, ich glaube jetzt etwa 3,5 Monaten der Lagerung im Kühlschrank, werden wir diesen Käse heute öffnen und mal gucken, was daraus geworden ist. Das ist ein besonderer Käse, weil wie gesagt, der wurde produziert auf etwa 2.500 Meter Höhe. Mit glücklichen oder von glücklichen Kühen kam die Milch. Wir haben etwa 15 Liter Milch gebraucht für diesen Käse. Haben ja 1,34, wir können es gleich nochmal wiegen, wie viel Kilogramm das jetzt war, Käse bekommen. Und ja, dann haben wir den damals noch in der Türkei eingepackt in Wachsmantel. Und ja, dann hat er jetzt hier in Deutschland im Kühlschrank geruht. Und wie gesagt, heute ist der große Tag und wir machen den jetzt mal auf. Ja, das ist er nun. Das ist unser fertiges Produkt. Ein Laib Käse, gerade so groß wie die Hand. Wie gesagt, 5 Kilo sind das, 5 Liter Milch waren das. Und wie viel er wiegt, gucken wir jetzt noch mal. Er hat an Masse verloren. Das waren eigentlich über 1 Kilo gewesen. Jetzt ist er nur noch bei knapp 900 Gramm. Ja, wollen wir mal kurz über den Aufwand sprechen, den so ein Käse verlangt. Es ist ziemlich viel Aufwand und ja, das ist das Ergebnis. Und jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass dieser Käse jetzt auch anständig schmeckt. Und da wollen wir jetzt einfach mal gucken. Den machen wir jetzt mal auf, schneiden ihn auf und dann werden wir sehen. Dazu hole ich mir jetzt mal ein richtig großes Messer. So, und dann werden wir den hier einmal in der Mitte durchschneiden, sofern es denn geht. Das ist ziemlich schwer, aber Bergkäse ist ja auch ein fester Käse und der ist in der Tat fest, aber es geht. Und dann gucken wir rein und ihr seht, der sieht gut aus. Wollen wir mal riechen? Ja, zum Geruch ist zu sagen, der riecht ganz anders als der Käse, den wir mal testweise hier gemacht haben. Da habe ich ja die Milch genommen. Das war Biomilch hier von einem Laden. Und das hier ist ja jetzt Milch von Kühen aus den Bergen. Und irgendwie, wenn man daran riecht, es riecht in der Tat nach Berge.
Ja. Riecht gut, sieht gut aus. Bleibt jetzt noch mal die Geschmacksprobe. Also deswegen hier noch mal ein Stückchen aufschneiden. So, dann muss hier die Kruste ab. So, mal ein kleines Probierpäckchen. GoPro. So. Riecht gut. Probieren wir mal. Ist halt ein Hartkäse, Bergkäse, aber irgendwie erinnert mich dieser Geschmack an Bergdorf, also da, wo wir das hergestellt haben auch. Mag jetzt blöd klingen, aber ist halt so. Das schmeckt gut. Es ist ein fester Käse geworden. Und zeige ich noch mal hier. Ja, so sieht er aus. Und der ist auch richtig durch. Wenn man den etwas hätte weicher haben wollen, hätte man ihn nicht so sehr pressen müssen. Zum einen, und zum anderen hätte man natürlich hingehen können und den früher rausholen wollen. Aber das habe ich jetzt bewusst lange drin gelassen. Und ich muss noch mal probieren. Ist lecker. So. Und ja. Hat sowas wie Parmesan. Also wenn man das Zeug reibt, diesen Käse reibt, dann hat man sowieso eine Art Parmesan. Eigentlich so von der Konsistenz her ist er auch schon so in etwa. Also ja, sehr gut. Ja. Gut. Also, wir haben jetzt diesen Käse jetzt ja hergestellt. Es ist was geworden, Gott sei Dank. Da bin ich froh drum, dass das auch so geklappt hat. Es ist ein langer Prozess gewesen. Lohnt sich das Ganze jetzt? Nö. Finanziell lohnt sich das schon mal rein gar nicht. Das Ding ist relativ teuer gewesen. Wenn man jetzt auch die ganze Lagerzeit und so weiter noch mitberechnet, kann man sowas natürlich günstiger kaufen. Aber darum ging es mir ja überhaupt nicht. Es ging eigentlich eher darum, dass man mal einen Käse selber macht, dass man einen Bergkäse mal selber macht. Und das hat geklappt. Da bin ich froh drum. Und ja, würde ich es jetzt noch mal machen. Jetzt so schnell nicht mehr. Vielleicht werden wir im nächsten Jahr noch mal einen Käse produzieren dort, den wir dann mal ein bisschen weniger lang lagern. Wir werden ja nächstes Jahr ein bisschen länger in der Türkei sein. Insofern machen wir das vielleicht alles dann auch dort und testen den dann auch dort. Und ja, da muss man gucken. Ja, soweit von der Käsefront. Ich würde sagen, Projekt abgeschlossen, das diesjährige Projekt. Das nächstjährige Projekt, da habe ich noch keins. Vielleicht fällt euch ja noch was rein. Könnt ihr unten in die Kommentare mal reinschreiben, was wir noch mal machen sollen. Und ja, das im Moment fällt mir jetzt kein Projekt ein, was wir mal machen können. Gut, dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Tschüss. So. Jetzt muss noch mal der Fachmann ran. Käse produziert. Haben wir? Jetzt muss getestet werden. Nach was riecht's? Geiler. Ich würde sagen geiler. Nach Gras. Nach Gras. Oh, sehr würzig. Ja. Fast wie Parmesan, ne? Genau. Musst du noch ein bisschen länger lagern lassen, dann hast du Parmesan. Obwohl,
Schmeckt's? Sehr gut, sehr lecker. Gut, damit habe ich Eline das, sağlık. damit habe ich das aufgetossen. Damit habe ich das wohl bestanden. Wir können nochmal einen Käse machen. Egal. So sieht der aus, wenn er dann Ayrı mı? Buna şimdi sarımsak Im- koydum ben canım. Dings var. Bak şunun yerine koy. Patates harika Raclette olmuş. einmal gegrillt. Also, ich habe jetzt eben noch mal probiert, diesen Käse auf ein Raclette zu legen. Aber es wird natürlich nichts. Da habe ich eher so ein Käsechip gehabt als ein Raclette. Das ist natürlich auch kein Raclette. Dazu ist er zu fest. Aber das war ein Versuch wert. Ich will mal gucken, was passiert. Und ich habe festgestellt, was passiert. Muss man nicht machen. Ich esse den Käse lieber so. Das war es jetzt aber endgültig von der Käsefront. Und ja, bis zu unseren nächsten Videos. Tschüss.